Erklärung der Ausdrücke und des Zwecks dieser Abhandlung. Um Romanes zu verstehen, muss man den folgenden Paragraphen volle Aufmerksamkeit zuwenden, vor allem auch dem Umstand, den er nicht besonders erwähnt, dass er das Wort Vernunft in fast demselben Sinn gebraucht wie Kidd kürzlich in seiner sozialen Entwicklung, nämlich in eingeschränkterem Sinn als gleichbedeutend mit dem Prozess naturwissenschaftlicher Schlussfolgerung. Seine Meinung lässt sich daher kurz so aussprechen: Naturwissenschaftliche Schlussfolgerungen können keine befriedigenden Gründe für den Glauben an Gott finden. Aber der reine Agnostiker muss bekennen, dass sich Gott durch andere Mittel als durch naturwissenschaftliche Schlussfolgerungen offenbart haben kann. Da die Religion für den ganzen Menschen bestimmt ist, so können vielleicht alle menschlichen Fähigkeiten erforderlich sein, um Gott zu suchen und zu finden, das heißt Gemütsbewegungen und Erfahrungen von besonderer Art, die jenseits der Vernunft liegen. Der reine Agnostiker muss bereit sein, Beweise jeder Art entgegenzunehmen. Der Herausgeber: Es ist wünschenswert, dass man sich über den Sinn, in dem ich gewisse Ausdrücke und Redewendungen durchweg gebrauche, völlig klar werde. Theismus: Ich werde oft sagen, nach der Theorie des Theismus, vorausgesetzt, dass der Theismus wahr ist, und so weiter. Mit solchen Wendungen meine ich immer Folgendes: Zum Zweck der Beweisführung vorausgesetzt, dass der menschliche Geist dem wahren Begriff des höchsten Wesens dann am nächsten kommt, wenn er sich ein unbegreiflich verschönertes Bild vom Menschen selbst auf seiner höchsten Stufe macht. Christentum: Ähnlich ist es mit dem Ausdruck, vorausgesetzt, dass das Christentum wahr ist. Ich meine damit, zum Zweck der Beweisführung vorausgesetzt, dass das christliche System als Ganzes von dem ersten Aufdämmern im Judentum bis zu seiner Entwicklung in der Jetztzeit die höchste Offenbarung ist, die eine persönliche Gottheit der Menschheit von sich selbst gewährt hat. Ich will damit die Stellung des reinen Agnostizismus gegenüber besonderen christlichen Dogmen, auch zum Beispiel gegenüber der Fleischwiedererdung, kennzeichnen. Sollte man einwenden, dass ich das Christentum überhaupt nicht genügend untersuche, wenn ich irgendein bestimmtes christliches Dogma unentschieden lasse, so antworte ich: Nein, durchaus nicht. Ich schreibe keine theologische, sondern eine philosophische Abhandlung und werde das Christentum nur als eine der vielen Religionen, wenn auch natürlich als die letzte und höchste, untersuchen. Von dem Gesichtspunkt aus ist das Christentum der höchste Ausdruck der Entwicklung auf diesem Gebiete des menschlichen Geistes, aber mich geht hier selbst das so wichtige kirchliche Dogma von der Fleischwiedererdung Gottes in Christo nichts an. Für den Zweck dieser Abhandlung mag dieses Dogma wahr sein oder nicht. Die wichtigste Frage für uns ist vielmehr die: Hat Gott durch die Vermittlung unserer religiösen Instinkte gesprochen? Dies wird notwendigerweise die Frage einschließen, ob oder wie weit es in Bezug auf das Christentum einen objektiven Beweis dafür gibt, dass Gott im Alten Testament durch den Mund heiliger Männer, wie es solche seit dem Bestehen der Welt gab, gesprochen habe. Diese Frage wird uns aber nur deshalb beschäftigen, weil es eine Frage des objektiven Beweises dafür ist, ob und wie weit die religiösen Instinkte jener Männer oder jenes Menschengeschlechts so hoch über denen anderer Menschen oder Geschlechter standen, dass sie dadurch befähigt waren, zukünftige Ereignisse religiösen Charakters zu prophezeien. Und ob in diesen letzten Tagen Gott durch seinen eingeborenen Sohn geredet hat oder nicht, das ist kein Gegenstand für unsere Untersuchung, das ist nur insoweit eine Frage für uns, als wir die höhere Art religiöser Wunder, welche sich unstreitig an die Geburt und Person Jesu knüpften, untersuchen müssen. Die Frage, ob Jesus Gottes Sohn war, ist logisch gesprochen nur eine Frage der Ontologie, welche wir als reine Agnostiker nicht berühren dürfen. Anderwärts aber müsste ich zeigen, dass es von meinem Standpunkt aus, gegenüber der grundlegenden Frage, ob Gott überhaupt durch die religiösen Instinkte der Menschen gesprochen hat, sehr wohl sein mag, dass Christus nicht Gott war und dabei doch die höchste Offenbarung von Gott gegeben hat. Wenn der erste Adam allegorisch war, warum nicht auch der zweite? Es ist sicherlich eine historische Tatsache, dass der zweite Adam existiert hat, warum nicht auch der erste? Und was die Äußerungen Christi über seine eigene Person betrifft, so ist das alles nicht unvereinbar mit der Annahme, dass er Gabriel und sein Heiliger Geist Michael gewesen wäre, oder er kann ein Mensch gewesen sein, der sich in Bezug auf seine eigene Persönlichkeit getäuscht hatte, aber doch der Träger der höchsten Inspiration gewesen ist. Religion.
Unter Religion verstehe ich im Nachfolgenden jeden Glauben an ein persönliches Wirken im Weltall, welcher stark genug ist, um das Leben zu beeinflussen. Kein Begriff ist in den letzten Jahren schwankender und in so verschiedenem Sinn gebraucht worden als dieser. Natürlich kann jeder einen Begriff in einem Sinn gebrauchen, wie es ihm beliebt, aber er sollte dann wenigstens genau erklären, welchen Sinn er in ihn hineinlegt. Die oben gegebene Definition scheint mir am meisten mit dem hergebrachten Gebrauch übereinzustimmen. Reiner und falscher Agnostizismus. Der moderne und sehr zutreffende Ausdruck Agnostizismus wird in zwei sehr verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Der erste, der diese Bezeichnung benutzte, Professor Huxley, verstand darunter den Zustand vernunftmäßig begründeter Unwissenheit über alles, was jenseits der Sphäre der sinnlichen Wahrnehmung liegt, das offene Bekenntnis der Unfähigkeit, einen festen Glauben auf irgendeine andere Basis als sinnliche Wahrnehmung zu gründen. In diesem ursprünglichen Sinne, der nach meiner Meinung auch der einzige philosophisch Berechtigte ist, verstehe auch ich dieses Wort. Aber in dem anderen und vielleicht auch populäreren Sinn, in welchem das Wort jetzt angewendet wird, ist es ungefähr dasselbe, was Herbert Spencer als Lehre vom Unerkennbaren bezeichnet. Die letztere Bezeichnung ist philosophisch falsch, da sie eine wichtige, negative Erkenntnis einschließt, nämlich die, dass wir, wenn es einen Gott gäbe, dies eine sicher von ihm wissen, dass er sich nicht den Menschen offenbaren kann. Reiner Agnostizismus ist das, was Huxley Agnostizismus nennt. Von den vielen Gelehrten, die ich gekannt habe, war Darwin wohl der reinste Agnostiker, nicht nur seinem Bekenntnis nach, sondern auch in Geist und Leben. Was er in seiner Selbstbiografie über das Christentum sagt, zeigt keine Gedankentiefe in Bezug auf Philosophie und Religion. Sein Geist war dafür zu einseitig induktiv angelegt. Aber gerade deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass seine Verwerfung des Christentums nicht aus einem a priori gewonnenen Vorurteil gegen den Glauben, etwa weil derselbe der Vernunft widerspräche, sondern lediglich aus einem ersichtlichen moralischen Bedenken a posteriori entsprungen ist. Faraday und andere hervorragende Gelehrte standen so wie Darwin. Als ein Beispiel des falschen Agnostizismus sei daran erinnert, wie Hume seinen a priori Beweis gegen das Wunder führt. Dies erinnert uns an die ähnliche Stellung von Naturforschern dem modernen Spiritismus gegenüber. Ungeachtet sie die naheliegende Analogie des Mesmerismus als ein warnendes Beispiel vor Augen haben, so gibt es doch Gelehrte, die hier ebenso dogmatisch sind wie die strengste Richtung von Theologen. Ich kann, ohne zu beleidigen, Beispiele anführen, umso mehr, da die betreffenden Männer es selbst öffentlich behandelten, zum Beispiel wenn ihnen sich weigerte, zu einem berühmten Spiritisten zu gehen und ihnen einen Versuch in Gedankenlesen zu machen ablehnte. Diese Männer bekannten alle, dass sie Agnostiker seien und setzten sich doch zu gleicher Zeit durch ihr Betragen so schroff im Widerspruch zu ihrer Philosophie. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass nicht selbst bei einem reinen Agnostiker die Vernunft durch Vorurteile beeinflusst werden könnte. Im praktischen Leben gilt, zum Beispiel vor Gericht, das prima facie Motiv und so weiter als Beweis und wenn von vornherein ein sehr hoher Grad von Unwahrscheinlichkeit, dafür nämlich, dass jemand irgendetwas getan haben sollte, der Übersetzer vorliegt. So ist ein verhältnismäßig gewichtiges Beweismaterial, das sich auf erfahrungsmäßige Tatsachen gründet, nötig, um den Beweis überhaupt vollgültig zu machen. So wäre zum Beispiel ein stärkerer Beweisgrund nötig, um den Erzbischof von Canterbury des Taschendiebstahls zu überführen als einen Vagabunden. Und so ist es auch mit der spekulativen Philosophie. Aber in beiden Fällen kennen wir als unseren einzigen Führer nur die Analogie. Je weiter wir uns daher von der Erfahrung entfernen, das heißt je weiter entfernt das betreffende Gebiet von der möglichen Erfahrung liegt, desto weniger Wert haben vorgefasste Mutmaßungen. Am weitesten entfernt von jeder möglichen Erfahrung liegt das Gebiet des letzten Geheimnisses der Dinge, mit welchem es die Religion zu tun hat. Hier schwindet jede Mutmaßung und der einzige vernünftige Standpunkt ist der reine Agnostizismus. Mit anderen Worten, hier sollten wir, soweit die Vernunft mit in Betracht kommt, alle in gleicher Weise reine Agnostiker sein, und wenn irgendeiner von uns hierin zur Gewissheit gelangen sollte, so kann dies nur durch eine neu hinzugekommene Fähigkeit unseres Geistes geschehen. Die Fragen, mit denen sich nun diese Abhandlung hauptsächlich beschäftigen soll, sind, ob es solche neue Fähigkeiten gibt
Und wenn dies der Fall ist, ob dann von außen her je auf sie eingewirkt worden ist. Des Weiteren, in welcher Weise dies dann geschah, dann ferner, was solche besondere Fähigkeiten berichten, inwieweit diese Berichte glaubwürdig sind und so weiter. Mein eigener Standpunkt nun mag hier zunächst festgestellt werden. Ich selbst beanspruche für mich nicht irgendeine religiöse intuitive Gewissheit, bin aber dem ungeachtet imstande, die abstrakte Logik der Sache zu erforschen. Und wenn das auch unfruchtbare Dialektik zu sein scheint, so wird es doch, hoffe ich, von praktischem Nutzen sein, wenn es den Berichten unparteiisch Gehör verschafft, von welchen der größte Teil der Menschheit ohne Frage glaubt, dass sie von solchen zu den gewöhnlichen neu hinzugekommenen Fähigkeiten herrühren, wie zahlreich und verschieden auch ihre Religionen sein mögen. Ich habe in meiner Jugend eine Abhandlung veröffentlicht, die unbefangenen Prüfung und so weiter, welche damals viel Interesse erregte und lange vergriffen gewesen ist. Seitdem habe ich eingesehen, dass ich bezüglich dessen, was sich als das Hauptargument für meine negativen Schlüsse hinstellt, im Irrtum war. Ich fühle mich daher jetzt verpflichtet, die nachfolgenden Resultate meines reiferen Nachdenkens von demselben Standpunkt der reinen Vernunft aus zu veröffentlichen. Wenn ich hier auch weiter kein Licht von Seiten der Anschauung, Intuition, bekommen habe, so doch von Seiten des Verstandes. Wenn es wirklich eine solche Anschauung gibt, so nehme ich in Bezug auf ihr Organ dieselbe Stellung ein wie ein Blinder zur Lehre vom Licht. Aber eben deshalb kann ich nicht der Parteilichkeit beschuldigt werden. Folgendes wird wohl allgemein als richtig angenommen, wenn jemand klar erkannt hat, dass der Agnostizismus der einzig richtige Standpunkt der Vernunft gegenüber der Religion sei. Wie ich es im Folgenden zeigen will, so habe er mit der Sache abgeschlossen und könne nicht weitergehen. Der Hauptzweck dieser Abhandlung ist nun, zu zeigen, dass dies keineswegs der Fall ist. Wer so denkt, der hat seine Untersuchung über die Gründe und die Rechtfertigung des religiösen Glaubens erst angefangen, denn die Vernunft ist weder die einzige Eigenschaft, noch die einzige Fähigkeit, welche der Mensch für gewöhnlich zur Feststellung der Wahrheit benutzt. Moralische und geistliche Fähigkeiten sind in ihren besonderen Gebieten, auch im täglichen Leben, von nicht geringerer Bedeutung. Glaube, Vertrauen, Geschmack und so weiter sind bei Beurteilung von Charakter, Schönheit und so weiter, wenn es gilt, die Wahrheit festzustellen, ebenso wichtig wie die Vernunft. Wir können wohl sagen, dass die Vernunft zur Erforschung der Wahrheit nur da verwendbar ist, wo es sich um Kausalität handelt. Die geeigneten Organe für die Erkenntnis der Wahrheit, sofern es sich um irgendetwas anderes als Kausalität handelt, gehören dem sittlichen und geistlichen Gebiet an. Herbert Spencer sagt, die Naturforscher können in zwei Klassen geteilt werden. Die einen, und von ihnen ist Faraday ein gutes Beispiel, halten ihre Religion und ihre Wissenschaft durchaus voneinander getrennt und lassen sich durch keine Widersprüche zwischen beiden beirren. Die anderen, die sich nur mit den Tatsachen der Wissenschaft beschäftigen, fragen niemals danach, welche Verwicklungen die letzteren etwa für den Glauben zur Folge haben könnten. Sei es ein Trilobit oder ein Doppelstern, ihre Gedanken darüber gleichen denen des Peter Bell über die Schlüsselblume. Beide Klassen von Männern nun verfahren folgerichtig und logisch, da sie beide in Bezug auf ihre Religion den Standpunkt des reinen Agnostizismus einnehmen, und zwar nicht allein in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Was sollen wir aber von der dritten Klasse sagen, die Spencer unerwähnt lässt, obgleich sie, wie ich glaube, die größte ist, nämlich die jener Naturforscher, die ausdrücklich keine Trennungslinie zwischen Religion und Wissenschaft ziehen wollen und dann über Religion lediglich nach den Grundsätzen und der Methode der Naturwissenschaft aburteilen. Es gibt zwei entgegengesetzte Geistesrichtungen, die mechanische, naturwissenschaftliche und die geistliche, künstlerische, religiöse und so weiter. Sie können selbst bei demselben Individuum wechseln. Ein Agnostiker im Gewöhnlichen Sinn zweifelt keinen Augenblick daran, selbst wenn er die letztere Geistesrichtung an sich einschneidend erfährt, dass nur die erstere des Vertrauens wert ist. Aber ein reiner Agnostiker in meinem Sinn muss es besser wissen, da er einsehen wird, dass in Bezug auf größere Zuverlässigkeit zwischen jenen beiden Geistesrichtungen von einer Wahl gar keine Rede sein kann. In der Tat, wenn dann einmal gewählt werden soll, so möchte der Mystiker wegen seiner unmittelbaren Anschauung mehr Recht auf Glaubwürdigkeit haben. Herbert Spencer hat in der Einleitung zu seiner synthetischen Philosophie sehr richtig gesagt, dass dort,
wo die Menschen in ihrem Denken so durchaus geteilter Meinung sind, die Wahrheit auf beiden Seiten liegen muss und dass man den Ausgleich solcher entgegengesetzter Ansichten dann finden wird, wenn man jenes Grundelement der Wahrheit hervorhebt, welches auf beiden Seiten so mannigfach verschiedenen Deutungen unterliegt. Von dem Gesichtspunkt hängt mehr ab, als man gewöhnlich annimmt, besonders dann, wenn noch über die ersten Prinzipien einer Sache gestritten wird. Entgegengesetzte Seiten desselben Gegenstandes können ganz verschiedene Ansichten darbieten. Spencer spielt hierbei besonders auf den Konflikt zwischen Religion und Naturwissenschaft an und in demselben Zusammenhang berühre ich es hier auch. Denn es scheint mir, nachdem ich jahrelang über diesen Gegenstand nachgedacht habe, dass jener Ausgleich noch viel weiter gefördert werden kann, als es bei ihm geschehen ist. Denn er führt ihn nur insofern herbei, als er zeigt, dass die Religion nur aus der Anerkennung eines fundamentalen Geheimnisses entspringt, welches die Naturwissenschaft auch in allen ihren Grundgedanken anerkennt. Dies ist indessen dann doch nicht viel mehr als eine platte Redensart. Dass unsere letzten naturwissenschaftlichen Ideen, das heißt der letzte Grund der Erfahrung, unerklärbar sind, ist ein Satz, welcher, seit die Menschen zu denken angefangen haben, selbstverständlich ist. Meine Absicht ist, diesen Ausgleich im Einzelnen noch weiter zu fördern, aber ohne dabei die Grundlagen der reinen Vernunft zu verlassen. Ich will Religion und Naturwissenschaft in ihrem gegenwärtigen hochentwickelten Zustand als solche nehmen und zeigen, dass bei einer systematischen Prüfung der ersteren durch die Methode der letzteren der Gegensatz zwischen beiden nicht nur in Bezug auf ihre höchsten und allgemeinsten Punkte aufgehoben werden kann, sondern sogar auch in allen Einzelfragen, welche irgendwie von größerer Wichtigkeit sind. Bei jeder methodischen Untersuchung sollte es das erste sein, die Fundamentalprinzipien festzustellen, auf welchen die Untersuchung beruht. Tatsächlich ist es aber durchaus nicht immer der Fall, dass der Forscher von vornherein jene Prinzipien kennt oder sie auch nur erkennen kann. In der Tat werden sie oft erst am Ende der Untersuchung als Fundamentalprinzipien erkannt. Diese Erfahrung habe ich auch in Bezug auf den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung gemacht. Obgleich mein ganzes Gedankenleben sich mit dem Problem unserer religiösen Instinkte beschäftigte, sowie mit den verschiedenen Versuchen, welche die Menschheit gemacht hat, um sich die Vorteile der religiösen Instinkte zu sichern, sowie endlich mit den wichtigen Fragen nach der objektiven Berichtigung derselben, so habe ich doch erst im vorgeschrittenen Alter klar erkannt, worin die Fundamentalprinzipien einer solchen Untersuchung bestehen müssen. Und ich bezweifle es, ob irgendjemand diesen Punkt bisher klar erörtert hat. Diese Prinzipien betreffen das Wesen der Kausalität und des Glaubens. Der Zweck dieser meiner Abhandlung ist nun vor allem ein dreifacher. Ich will erstens den Agnostizismus läutern und zweitens, reiflicher als es bis jetzt geschehen ist, von dem Standpunkt des reinen Agnostizismus aus das Wesen der natürlichen Kausalität oder richtiger die Beziehung erörtern, in welcher das, was wir über diese Kausalität wissen, zum Theismus steht. Und drittens will ich, wieder von demselben Standpunkt ausgehend, das religiöse Bewusstsein der Menschen als eine Erscheinung der Erfahrung, das heißt, wie wir es von draußen her ansehen, und besonders in ihrer höchsten Entwicklungsstufe, wie sie sich im Christentum darstellt, betrachten. Dritte Kausalität. Nur weil wir mit der wichtigen Erscheinung der Kausalität so vertraut sind, nehmen wir sie als wahr an und glauben, dass wir eine letzte Erklärung irgendeines Phänomens erreicht haben, wenn es uns gelungen ist, seine Ursache aufzufinden, während es uns tatsächlich nur gelang, jenes Phänomen in das Geheimnis aller Geheimnisse zu versenken. Ich wünsche oft, wir könnten wie die Jungen einiger Säugetiere in die Welt kommen, mit allen den Kräften des Verstandes, welche wir in der Folge bei der Entwicklung erlangen, aber ohne jede persönliche Erfahrung und daher auch ohne die abstumpfende Wirkung der Gewohnheit. Wäre das möglich, dann würde sicherlich nichts in der Welt unseren Verstand mehr in Erstaunen setzen als die eine allgemeine Tatsache der Kausalität. Dass alles, was geschieht, eine Ursache haben muss, dass die Ursachen unabänderlich ihren Wirkungen proportioniert sein sollen, sodass die Ursachen, wie kompliziert auch ihre Verkettungen sind, in derselben Verkettung doch stets die gleichen Wirkungen hervorbringen und dass dieses streng exakte System der Energie alle Erscheinungen des Weltalls und der Ewigkeit erklären soll.
so dass zum Beispiel die Bewegungen des Sonnensystems im Raume durch einige Ursachen bewirkt werden, welche jenseits des menschlichen Gesichtskreises liegen, und dass wir wegen unserer Abstammung von wirbellosen Vorfahren durch die Vereinigung von Billionen von Zellen entstanden sind, von denen jede wieder Billionen eigener Ursachen haben muss, dass dies alles sein kann. Das würde uns sicherlich als die wunderbarste Tatsache in diesem wunderbaren Weltall geradezu ergreifen. Nur weil wir mit dieser Tatsache so sehr vertraut sind, vergessen wir das Wunder der Kausalität so ganz, dass wir auf das Bestimmteste annehmen, wir wüssten alles über die letztere. Die philosophische Untersuchung zeigt uns aber, dass wir, abgesehen davon, dass das empirische Wissen darüber eine Tatsache ist, doch nur das eine wissen, dass unsere Kenntnis über die Kausalität von unserer eigenen Aktivität herrührt, wenn wir selbst Ursachen sind. Kein Ergebnis psychologischer Analyse scheint mir sicherer als dieses. Wenn nicht unsere eigenen Willensregungen wären, so würden wir nicht wissen, dass das, was wir jetzt, wenn nicht bei einem selbstmörderischen Skeptizismus nicht bezweifeln können, die allgemeinste Tatsache der Natur ist. Dies scheint mir wenigstens die bei weitem vernünftigste Theorie der Kausalität zu sein, und sie ist auch die, welche heute von den meisten Philosophen jeder Schule angenommen wird. Nun wird Folgendes dem Laien immer klar erscheinen: Wenn der richtige Begriff der Kausalität aus unserem eigenen Willen hergeleitet wird, gerade so wie auch unser Begriff der Energie aus unserem Gefühl der Anstrengung bei Überwindung eines Widerstandes durch unseren Willen hergeleitet wird, dann wird vermutlich der richtigste Begriff der Kausalität aus jener uns bekannten Daseinsform gewonnen werden müssen, die allein uns den Begriff der Kausalität überhaupt geben kann. Der Laie wird daraus immer den Schluss ziehen, dass alle Energie immer die Natur der Willensenergie hat und dass alle objektive Kausalität subjektiver Natur ist. Diese Folgerung macht aber nicht nur der Laie, die tiefsten philosophischen Denker, zum Beispiel Hegel und Schopenhauer, sind im Wesentlichen zu demselben Resultat gekommen, so dass wir die nächstliegende und natürlichste Erklärung der Kausalität in der äußeren Natur, wie sie sich im einfachen Verstand der Wilden und der Kinder bildet, auch beim menschlichen Denken auf seiner höchsten Höhe wiederfinden. Aber das mag sein, wie es will, solche Fragen abstrakter, philosophischer Spekulation gehen uns hier nichts an. Sie liegen jenseits unserer Sphäre des reinen Agnostizismus. Ich erwähne sie nur, um zu zeigen, dass es weder in der Naturwissenschaft noch in der Philosophie der Menschheit etwas gibt, was gegen die Theorie der natürlichen Kausalität als Wirkung eines für uns objektiven Willens spräche. Und es ist dann wohl nicht schwer einzusehen, wenn dies der Fall und wenn unser Wille konsequent ist, dann müssen seine in der natürlichen Kausalität offenbarten Wirkungen, wenn wir sie im Ganzen, also nicht stückweise wie die Wilden, erwägen als nicht durch Willen erzeugt, das heißt mechanisch erscheinen. Von allen philosophischen Theorien über die Kausalität widerstreben die von Jung, Kant und Mill der Vernunft am meisten, wenn sie auch in mancher Beziehung verschieden sind, so stimmen sie doch darin überein, dass sie das Prinzip der Kausalität als eine Schöpfung unseres eigenen Geistes ansehen, oder mit anderen Worten, sie leugnen alle drei, dass dem Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung irgendetwas Objektives zugrunde liege. Das heißt, sie leugnen gerade das, was die Naturwissenschaft in ihren besonderen Fällen zu entdecken hat. Der Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Religion entstand stets auf dem gemeinsamen Boden, auf dem sie unterhandelten, oder aus einem Fundamentalpostulat beider Parteien. Ohne das würde in der Zeit ein Konflikt unmöglich gewesen sein, weil alsdann überhaupt kein Boden für ein Schlachtfeld vorhanden gewesen wäre. Jede These muss sich auf eine Voraussetzung gründen, wo daher zwei oder mehrere gegnerische Thesen auf einer gemeinsamen Voraussetzung ruhen, muss der Streit alsbald enden, wenn diese letztere als irrig erkannt wird. Und in dem Maße, wie die vorher gemeinsame Voraussetzung als zweifelhaft erwiesen wird, in dem Maße wird auch der Streit seinen realen Boden verlieren. Es ist nun einer der Hauptzwecke dieser Abhandlung, zu zeigen, dass die gemeinsame Voraussetzung, auf welcher der Streit zwischen Naturwissenschaft und Religion sich erhoben hat, in hohem Grade zweifelhaft ist, und nicht das allein, sondern dass ganz abgesehen von der modernen Naturwissenschaft alle Schwierigkeiten von Seiten des Verstandes oder der Vernunft, welche der religiöse Glaube in der Vergangenheit je durchgefochten hat oder noch in Zukunft durchzufechten haben kann, ob im einzelnen oder im ganzen Menschengeschlecht, ganz ausschließlich auf demselben Boden dieser höchst zweifelhaften Voraussetzungen stehen.